Heute ist der 22. Juni 2025. Wir hatten letztes Mal über den Talmud Immanuel angefangen zu sprechen und ich wollte gern mit dir über das Judentum sprechen, weil du da auch ein kurzes Kapitel oder ja, ein paar Seiten über das Judentum geschrieben hast, was ja die Basis ist für den Islam und das Christentum. Und da wollte ich ganz einfach erstmal ein bisschen vorlesen und dann können wir habe ich da ein paar Fragen. Und zwar zum Judentum. Der jüdische Monotheismus fundiert in Jahwe, also Jahve geschrieben, der als Gott gilt, woraus also wie beim Christentum und beim Islam ein Gottglaube existiert. Und dann schreibst du etwas später, oder folge dem wäre die jüdische Glaubensrichtung also als Jahweismus zu bezeichnen und die Gläubigen als Jahweisten. Und dann nicht jedoch als Judentum und Juden, denn mit dem Glauben an Gott besteht eine Gottgläubigkeit. Und dann schreibst du später Jahwe respektive Jahwe mit einem W geschrieben, ist der hebräische Eigenname des Gottes Israels, wobei die Herkunft und Bedeutung des Namens umstritten sind. Die Selbstoffenbarung des Gottesnamens, zweites Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, wird meist folgendermaßen übersetzt: Ich werde sein, der ich sein werde, in Klammern, etwas idiotisch für einen angeblich vernunftbegabten Gott, Klammer zu. Unzutreffend wurde Jahwe mit V oder Jahwe mit W gemäß der Vokalisation des hebräischen Buchtextes Jehova gelesen. Seit spätestens dem 1. Jahrhundert nach Immanuel vermeiden die Jahweisten respektive die Juden das Aussprechen des Gottesnamens und lesen für Jahwe nur noch Adonai, was hebräisch mein Herr bedeutet. Als lateinische Umschrift der hebräischen Schreibweise ist das Tetragramm JHWH gebräuchlich. Der Gottesname Jahwe oder JHWH durfte seit der Errichtung des ersten Tempels nur von Hohepriestern im Tempelkult ausgesprochen werden. Weitere häufige Gottesbezeichnungen im hebräischen Gebrauch sind Adonai, Herr, El oder Elohim, Gott, Hashem, der Name, Hakadosh, der Heilige, meist verwendet in der Formel Hakadosh Baruch Hu, der Heilige, gepriesen ist er. Weiter ist die Bezeichnung Elyon, Höchster, zu benennen und Shaddai, ein Gottesname, der in seiner Bedeutung nicht völlig geklärt ist. Hier schreibst du halt, unzutreffend wurde Jahwe gemäß der Vokalisation des hebräischen Buchtextes Jehova gelesen. Jetzt hatte ich in den Kontaktberichten nachgeguckt, wo ihr über Jehova gesprochen habt. Und das erste Mal erwähnt Quetzal im 38. Kontakt. Und zwar in dem Sinne, die Hebräons aber, denn sie waren es, befreiten sich später von dieser Herrschaft, als Arussem seine Herrschaft an seinem Nachfolger abtreten musste, der dann im Munde des Erdenvolkes Jehova und so weiter genannt wurde. Und dann im nächsten Kontakt, im 39. Kontakt, sprichst du mit Semjase und da geht es halt auch darum, Sekunde, nicht, dass ich hier jetzt sprecht ihr auch über, ich lese es am besten vor, sonst wird es zu schwierig. Und zwar fragt sie dann, sprichst du auch Gott an? Ich verstehe, sagst du, aber wenn wir schon beim Zeichnen sind, sie zeichnet gerade das Bild von Jehova. Es würde mich einmal interessieren, wie der liebe Gott in Anführungsstrichen eigentlich aussieht oder ausgesehen hat. An welchen denkst du? An den großen Jahwe, also JHWH geschrieben, der noch heute durch die christliche Religion geistert. Da sind
deren 2, sagt Semjase. Billy, 2 Fragezeichen, Semjase, sicher. Das verstehe ich nicht, sagst du. Warum sprichst du die Unwahrheit, meint Semjase. Dann du, Semjase, du kennst die Verhältnisse sehr genau. Sagst du, nun gut, wenn du darüber Bescheid weißt. Ich meine den alten, lieben Gott Jahwe, den Barbaren, wie ich ihn getauft habe, oder den Herrn Jehova, wie er allgemein genannt wurde. Semjase, also der allzeitliche oder altzeitliche oder Moseszeitliche. Billy, genau, den Superhelden meine ich, das zwiespältige Subjekt, das einerseits sich selbst als Schöpfung proklamierte und großsprecherisch von allumfassender Liebe, Gnade und Gerechtigkeit sprach, der aber im Handeln wieder bedenkenlos unschuldiges Menschenblut forderte und auf seinen Befehl millionenweise Erdenmenschen bestialisch abschlachten ließ. Semjase, das ist eine sehr genaue Feststellung. Sein Bild ist mir sehr gut bekannt. Ihr nennt ihn den biblischen Gott, bei uns aber wird er der Ungerechte und Grausame genannt. Er fand sein Ende vor annähernd 2150 Jahren. Da ist er gestorben, der hat ja der hat ja sehr lange gelebt, Ja. ne? Also sehr, sehr alt geworden. Also wohl über 1000 Jahre oder noch mehr oder so. Er war eine sehr bösartige und machtgierige Lebensform, die nebst einem anderen und gutem Jahwe sein Regiment führte und unzählbare Erdenmenschen in Tod und Verderben trieb. Und dann ist das heutige sagst du, und dann ist das heutige Christentum noch immer und dem das heutige Christentum noch immer höllischen Tribut zahlt. Semjase, sicher, leider ist es so, denn sein bösartiger Einfluss war ungeheuerlich. Billy, das ist mir bekannt. Wie wäre es nun aber, wenn du mir diesen Super-Heini einmal zeichnen würdest? Hast du denn Papier und Stift noch? Semjase, sicher. Doch du sprichst sehr abschätzig von Jehova. Und da sagt sie Jehova, nicht Jahwe. Billy, soll ich ihm denn noch Ehre erweisen? Schließlich ist er doch am meisten schuld daran, dass wir auf der Erde im Wahnsinn seiner kultischen Religion leben und dass Millionen von Erdenmenschen seinetwegen unschuldig hingemordet wurden. Soll ich denn ausgerechnet dafür diesen Heini noch lobhudeln? Semjase, das sollst du nicht tun, denn er war böse und verbrecherisch. Erst ein ferner Nachfahre war gerecht. Ich wollte nur hören, wie du dich zu ihm stellst. Billy, schon gut, doch du kennst ja meine Meinung. Deine Frage war also sinnlos. Schon Jemanuel hat ja nur vom zu seiner Zeit gegenwärtigen Gott gesprochen, sowie von früheren Göttern, jedoch aber nie von Jahwe, dem Barbaren. Semjase, dem Ungerechten oder Grausamen. Billy, meinetwegen. Dann nenne ich den Kerl eben nach euren Benennungen. Doch kannst du mir den Fritzen nun zeichnen? Reicht die Zeit noch aus? Und dann zeichnet sie ihn halt und das ist die Zeichnung, die sie angefertigt hat. Ja, und da steht unten auch Jahwe, Jehova. Ja. Also genau, nebeneinander. Also die 4 Buchstaben, das Tetragramm und dann Jehova. Und das hat sie am 3. Dezember 1975 gezeichnet. Ja, das ist schon lang. Ja, ein halbes Jahrhundert fast. Ja. Dann geht's noch etwas weiter und zwar ist das im 70. Kontakt. Da geht's dann, genau, Sekunde. Im 70. Kontakt am 6. Januar 77 sagt Semjase, 158. Satz, da lese ich nur eben ein paar Sätze vor. Arussem herrschte bis zum Jahre 3010 vor eurer Zeitrechnung, also vor 5000 Jahren, ehe ihm ein gewaltsamer Abtritt verschafft wurde durch einen Meuterer namens Hen, der im Munde der Hebrauen Jehova genannt wurde und so allmählich in den eigenen Kreisen ebenfalls
und so allmählich in den eigenen Kreisen ebenfalls, wobei ihm aber noch der Beiname der Grausame zugegeben wurde. Im Jahre 2080 vor Christus, bereits alt und schwach, wurde er abgesetzt und sein Neffe Kammergol der Erste übernahm die bösartige Herrschaft über die Gizeh-Intelligenzen, um die Zentrale unter der Oberfläche der Pyramide von Gizeh zu einer mörderischen Machtzentrale auszubauen, die keinerlei Möglichkeit der Zerstörung mehr bot. Wie kein Herrscher zuvor zwängte Kammergol der Erste alle irdischen Religionen in seinen Bann und schuf furchtbare, menschenblutfordernde Kulte, die sich teilweise bis zur heutigen Zeit zu erhalten vermochten. Alle Bemühungen von außerhalb waren umsonst, denn seine Machtposition war nicht zu brechen. Doch auch Kammergol der Erste war nur ein Mensch, so ihn eines Tages sein Schicksal aus den eigenen Reihen erreichte, in Form seines eigenen Sohnes Kammergol dem Zweiten, der ihn stürzte und entmachtete und ihn in einen tief liegenden Verlies elend umkommen ließ. Kammergol II. War in vielen Dingen noch bösartiger als sein Vater, was er bald nach seiner Machtübernahme durch die Einleitung ungeheurer Massenmordungen von erdgeborenen Erdenmenschen offenbarte, die er durch vielerlei Mittel in seinen religiösen Bann schlug. Als einer der letzten wirklich äußerst langlebigen erreichte Kammergol II. Ein hohes Alter und starb eines natürlichen Todes vor erst wenigen Tagen, wie wir erst vor 2 Tagen zu ermitteln vermochten. Er ging von dieser Welt am 27. Dezember 1976, also vor rund 10 Tagen. Dann hat der 3000 Jahre gelebt. Ja. Okay. Und Jehova hat dann auch wenn er 3010 die Herrschaft übernommen hat und also 3010 vor Christus und 2080 vor Christus ist er dann abgesetzt worden. Dann hat er ja auch weit über 1000 Jahre, muss er weit über 1000 Jahre gelebt haben. Die älteste, wo ich weiss, wo mir gesagt worden ist, also ich habe sie nicht selber kennt, aber es ist mir gesagt worden, der älteste Mensch von der ältesten Wesen, wo wir sagen Menschen, es sind nur menschenähnliche, die haben etwas über 7000 Jahre gelebt. Die Lebenszeit war über 7000 Jahre gewesen. Die auch auf der Erde waren? Nein. Auf irgendeinem anderen Planeten? Ja. Ja. Aber dieser Kammergol II., der muss ja da auch eben 3000 Jahre oder so alt geworden sein. Ja, also ja. Auch sehr, sehr. Ja, es sind eben verschiedene auch da auf die Erde gekommen, die längere Lebenszeiten hatten. Ja. Aber ich weiss nicht, wer am längsten gelebt hat von denen, die da auf die Erde gekommen sind. Ich weiss nur, die sogenannten, bei den Baalpriestern hat einer ein weit hergereister, ein riesiges Alter erreicht. Das aber, wie viel weiss ich nicht. Aber ist gegen die 4000 Jahre her rum gewesen. Ja. Und der hat bei den sogenannten Baalpriester hat eine Rolle gespielt gehabt. Ja. Um das kurz nochmal zusammenzufassen, weil da steckt so viel drin. Also Arusim hat bis 3010 vor unserer Zeitrechnung geherrscht und wurde dann von Jehova gewaltsam abgesetzt und
eben wenn es um Gott geht in der Bibel, das geht alles und auch schon in der Tora, das geht alles auf diesen Jehova zurück, der dann eben der sich zu Gott gemacht hat. Der hat sich zu Gott gemacht. Verschiedene andere auch. Ja. Nicht nur bei den alten Hebräern oder bei denen, wo noch Hebrons und wie geheissen hat, wo eigentlich das Volk gegründet worden ist durch das, dass wie soll ich sagen, sich ein paar zusammengetan haben und eine Gruppierung geschlossen haben. Und aus dem sind mehrere geworden, mehrere Gruppierungen und haben sich dann zusammengeschlossen zu einem Volk. Unter der Führung von einem wie hat der geheissen? Abraham. Ja, Abraham. Das ist kein Gleichhütiger gsi, sondern es ist ein Afrikaner gsi. Der ist von Afrika unten ist der gekommen und hat die Leute zusammengeramisiert und das hat die erste Gruppe gegeben und dann das Volk daraus, wo sich Hebron oder so genannt haben. Ja. Und er hat geheissen Abraham. Und seine Hautfarbe war dunkelbraun. Ganz dunkelbraun. Ganz dunkel. Ja. Ja. Das mussten Juden heute mal erzählen. Ja, das kannst du nicht, Ja, aber dieser Kult, den Jehova um sich selbst entwickelt hat, herrscht halt eben bis heute noch vor, wie du ja auch in einem Gespräch mit Semjase gesagt hast. Ja. Und da sterben ja immer noch Millionen Leute für. Ja. Ne? Also siehe jetzt Gaza und was da alles abgeht. Er lebt noch, wie soll ich das sagen, er lebt noch in der Erinnerung von dem. Ja. Menschen leben noch in Erinnerung von dem. Er selber lebt nicht mehr. Ja. Aber er lebt in der Erinnerung. Also in den Nachkommen. Ja, nur wenn du das jetzt einem Christen sagen wirst, ja, das war ein Mann, der hieß Jehova, auf den geht das alles zurück, dann würden die das ja verleugnen. Ja, natürlich. Natürlich. Die sagen, das stimmt nicht. Das weiss ich. Oder? Das ist ganz klar. Das ist genau wie Christen das behaupten, oder? Oder? Ja, genau. Aber dass das mal gesagt wird einfach, dass das ein Mensch war. Das ist ein Mensch gsi, also, ja. Der Hen hieß. Ja. Und sich dann Jehova nannte. Richtig. Und danach ist dann nachher dann wird dann nachher Adonai genannt oder dann Elohim, das sind alles neue. Und das ist nachher alles zusammengemischt worden, hat man, wie wenn man in einem Kessel in war untereinander, oder? Es ist alles zusammengemischt worden. Die einen haben das erfantasiert, die anderen haben das erfantasiert und so weiter und so fort. Und darum gibt es auch verschiedene Glaubensrichtungen von der gleichen Religion. Die einen sagen, nein, es ist so gewesen, die anderen sagen, nein, stimmt nicht, es ist so gewesen und so gewesen und so gewesen. Und schlussendlich hast du dann einfach eine Sekte, eine Religion oder eine Sekte, was es dann eben ist. Ja, und der Beiname der Grausame wurde ihm von den eigenen Leuten gegeben. Der ist von den eigenen Leuten ist der geschaffen worden. Nicht, dass Leute glauben, die Plejaden. Das ist nicht, nein, das ist von den eigenen Leuten so geschaffen worden. Ja. Wie wenn da zum Beispiel ein Massenmörder ist oder nehmen wir mal den Netanyahu oder den Kriegsfanatiker Zelensky und so weiter und so fort. Da heisst heute schon, oder, beim
Netanyahu, oder? Das ist ein Massenmörder und so weiter und so fort, oder? Es ist wie haben sie jetzt gesagt? Das ist ein gewissenloser Volksmörder. Gewissenloser Volksmörder ist genannt worden. Ja. Ja, ist er ja auch. Also, ja, das ist er auch. Absolut. Aber deswegen entstehen Bezeichnungen, oder? Genau, so kommen dann. Ja, aber hat eben auch oder? Und, seine Gründe. Ja, und das heisst ja verschiedentlich schon, oder? Der Massenmörder, oder? Beim Netanyahu, das hast schon da und hast das in den Medien gelesen oder im Fernsehen gehört und so weiter und so fort. Oder? Ja, und das bleibt dann nachher, das bleibt über Jahrhunderte und Jahrtausende, das ist da, oder der Name. Ja, wenn er könnte und so eine Position wie Hitler hätte, würde der alle Araber umbringen lassen. Ja, genau. Er würde dann auch so ein Genozid betreiben. Ja, das ist ein Genozidler. Ja. Gut. Was ich noch so interessant fand, ist, dass Tetragramm, eben diese JHWH, steht im Grunde nur für Yahweh. Ja. Was ursprünglich dann Ishwish bedeutet. Ja. Aber ursprünglich. Aber man kann bei denen wahrhaftig nicht von Weisheit sprechen, dass es Weisheitskönige waren. Es gibt eben Ishwish, wo gut sind, positive wie negative. Ja. Das siehst du überall. Das siehst du zum Beispiel auch bei der Kirche, bei Priestern. Positive und negative. Solche, die Kinder missbrauchen, solche, die nicht Kinder missbrauchen. Und so weiter und so fort. Ja. Oder? Es ist immer zweischneidig. Eine Seite so, eine Seite so. Ja. Oder? Ja, aber ihn als Jehova, als Psychopathen zu bezeichnen, wäre sicherlich passend, oder? Er hat ja also so viele Menschen in dem... Das will ich sagen, das sind der grösste Teil der Regierenden, auch heutzutage, sind Psychopathen. Und Psychopathen ist eigentlich etwas anderes als Menschen darunter verstehen. Sie verstehen nicht, was wirklich in diesen Psychopathen vorgeht, wie die denken, wie krumm die denken, wie abartig die denken und so weiter und so fort. Also völlig naturwidrig denken. Ja. Oder? Und darum wird das nicht realisiert, was wirklich los ist. Ja, die können sehr charmant sein. Ja. Und die gebildet. besten Menschen darstellen, der beste Massenmörder ohne Gleichen. Wird er nicht Netanyahu? Ja. Ja. Oder ein Kriegsverrückter, ein Kriegswanderfallener wie der Zelensky. Oder? Ja, wenn du nicht über Politik oder Araber mit ihm sprechen würdest, wäre das vielleicht ein sehr interessanter Gesprächspartner. Ja, genau. Ja. Genau. Aber eben bei gewissen Dingen, da sieht er dann rot. Ja. Wenn der Putin anschaust, der ist wieder ein ganz anderer Typ in dieser Beziehung. Oder der Trump. Ja. Den anschaust, oder der in Frankreich, der Macron. Ja. Oder? Das ist, der Macron, das ist ein Psychopath ohne Gleichen. Ja. Ja. Ja, also mit Le Pen, was da läuft, das ist ja unglaublich. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das in Frankreich passiert. Ja, Ja. Es ist von alters her so, es ist nicht gelernt worden. Es hat sich nicht geändert. Es ist im gleichen Rahmen weitergegangen und verschlimmert worden. Ja. Statt dass es bessert hat, ist es verschlimmert worden. Schaut die Schweiz an. Wir haben die Schweiz gehabt, wo im 1800
genau, weiss ich nicht mehr, 1815 oder so. Das war die grosse Rede gewesen, wegen der Neutralität, die dann zustande gekommen ist in der Schweiz. Die ist geehrt worden. Man hat sich an die gehalten. Man hat alles dazu getan, um die zu erhalten. Und dann kommt der Bundesrat von heute, von der heutigen Zeit, ist in Bern oben und tut die Neutralität zur Sau machen. Der Gass ist zum Beispiel durch das, dass er gegangen ist und Sanktionen von der EU-Diktatur, und das ist eine Diktatur, die hat bis vor wenigen Jahren noch Todesstrafe gehabt, oder? Bei der EU-Diktatur Sanktionen gegen Russland übernehmen und anzuwenden gegen Russland. Und das ist ein schwerer Bruch gegen unsere Neutralität und gegen die Verfassung der Schweiz. Ja. Oder? Und dann sind noch andere, die heutigen Bundesräte, wo man mit der EU-Diktatur verhandeln, ohne dass das Volk zuerst gefragt wird, wollen die das oder wollen die nicht, wo notwendig wäre, weil das in der Verfassung steht, dass der Schweizer Bürger solche Sachen bestimmen tut. Und man hat über den Kopf weg von den Schweizer gehandelt. Man hat also kein Wahlverfahren gemacht und hat wiederum die Verfassung gebrochen. Ja. Oder? Ja, es Wieder wird einfach Verfassung handeln. Es wird einfach ignoriert. Ja, es wird einfach ignoriert. Es wird nicht mehr das gemacht, was richtig wird, was richtig ist, sondern es wird nur noch nachgemacht, was die selber wollen. Ja. Und das Volk wird gar nicht mehr gefragt. Und auch in den politischen Rängen gar keine Empörung. Ja. So, als ob das sogar richtig wäre. Genau. Also, wenn alle anderen Politiker, Nationalrat und so weiter auf die Barrikaden gegangen wären, dann hätten sie das vielleicht zurückgezogen. Ja. Ja? Aber ja, die gucken alle, das sind alles nur noch Zuschauer. Ja. Und fangen da in der gleichen Richtung schauen, in der gleichen denken, in der gleichen Richtung handeln. Ja. Oder? Ja. Nur nicht so, wie es Brauch und Recht wäre, da in der Schweiz, dass die Neutralität erhalten bleibt. Und die ist verletzt worden, himmeltraurig, auch schon mit dem, dass die Sanktionen gegen Russland angewendet worden sind, wegen dem Gassis, oder, wo ein eingekaufter Schweizer praktisch ist. Er ist grundsätzlich, die Eltern sind ja Italiener. Die sind in der Schweiz eingekauft worden, ist also ein eingekaufter Schweizer, wie man sagt, oder? Das hat ja an und für sich nichts zu tun mit dem. Aber das, was er machen tut, ist einfach nicht richtig. Ob er nun papierlich Schweizer ist, wie man sagt, oder ein geborener Schweizer ist, das hat überhaupt nichts zu sagen dabei. Wichtig ist das, dass das zu beanstanden ist, was er gemacht hat. Und damit hat er nicht nur Neutralität verletzt, sondern die Freundschaft von Russland zur Sau gemacht. Voran ist Russland und die Schweiz Freunde gewesen, wirklich dick und dünn. Und durch das, dass der Gassis das gemacht hat, ist die Freundschaft zur Sau gegangen. Und Russland will nichts mehr wissen von der Schweiz. Ja. Ja, das ist Verrat. Ja. Das ist Landesverrat. Ja. Oder? Aber der Bundesrat, all 7 Bundesräte dort, die zu Bern oben hocken, haben nichts unternommen dagegen. Nein, ja. Gegenteil, sie haben noch mitgemacht. Ja. Ja, und ja, es immer was hier schon eben vor Tausenden von Jahren mit diesem Gehorsam der Religion oder diesen Herrschern gegenüber, das kommt da auch wieder durch. Warum muss eins alleine
so viel Macht haben über ein ganzes Volk, sagen, was das soll und was nicht.